So, heute möchte ich mit euch über die Verben sein und haben sprechen. Das sind die zwei wichtigsten Verben in der deutschen Sprache und in diesem Video erkläre ich dir, wie du sie konjugieren musst in allen Zeitformen und wann du sie benutzen musst. Also fangen wir an und schauen gleich mal in meinem E-Book nach, wie das Ganze funktioniert. Schauen wir uns als erstes noch die Konjugation von sein an. Denn sein ist 100% unregelmäßig, auch im Präsens, im Plural. Im Singular gibt es häufiger mal unregelmäßige Verben, Schrägstrich starke Verben. Aber sein ist das einzigste Verb, was auch im Plural unregelmäßig ist, im Präsens. Deswegen ist es wichtig, dass du hier diese Versionen absolut auswendig kennst. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Im Präteritum, da gibt es häufiger unregelmäßige Verben, aber hier auch das ist ganz wichtig, denn sein benutzt ihr auch für viele andere Zeitformen und andere Formen wie das Passiv. Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart und sie waren. Die Partizipien sind im Partizip Präsens ist es seiend, also auch hier unregelmäßig, weil du hier noch ein extra E einschiebst. Und im Partizip Perfekt ist es gewesen. Wie soll das anderes sein? Unregelmäßig. Hier im Partizip Präsens ist es das einzigste unregelmäßige Verb. Schauen wir uns als nächstes die Verwendung an, die Verwendung von sein. Als erstes verwenden wir es natürlich in Verbindung mit Adjektiven, wenn wir Eigenschaften zuweisen möchten. Du bist nett, er ist arrogant, ich bin schön, wir sind schlau, ihr seid witzig. Also immer wenn ich mir selbst oder jemand anders eine Eigenschaft zuweise. Außerdem benutzt es zur Identifizierung von Dingen oder Lebewesen, also für Dinge wie den Namen, die Nationalität, den Beruf und so weiter. Das ist Sebastian, das ist ein Löwe, ich bin Deutschlehrer, Ahmed ist Syrer, Ida ist eine gute Schülerin. Als drittes benutzt du es auch zur Angabe des Alters, vom Datum und der Uhrzeit. Sebastian ist 27 Jahre alt, also vor allem das hier ist unterschiedlich zu den lateinischen Sprachen, die hier haben benutzen, aber in Deutsch benutzen wir sein, genauso wie auf Englisch. Es ist schon 23 Uhr, heute ist der 30. August, das Baby ist erst ein paar Tage alt und das Auto ist neu. Hier haben wir wieder die Angabe vom Alter, ist gleichzeitig auch erstens das Adjektiv und hier zum Beispiel die Uhrzeit, ein Datum oder auch hier das Alter. Außerdem kannst du sein natürlich auch als Hilfsverb für unterschiedliche Zeitformen verwenden, nämlich für das Perfekt und das Plusquamperfekt und auch das Futur 2, wie hier zum Beispiel, er ist nach Hause gekommen, perfekt, wir sind in den Urlaub gefahren, perfekt, das Auto ist repariert worden, sie sind mit Freunden ins Kino gegangen, Holger ist nach Berlin gefahren. Deine Zusammenfassung, sein ist 100% unregelmäßig und wird im Grundsätzlichen wie im Englischen benutzt, also zusammen mit Adjektiven, um Dinge, Personen oder Tiere zu identifizieren und auch für das Alter, Datum, die Uhrzeit und als Hilfsverb. Kommen wir als nächstes zum zweitwichtigsten Verb in der deutschen Sprache, das ist haben. Haben ist in der Konjugation von im Singular, zweite und dritte Person unregelmäßig, ansonsten aber im Plural und in der ersten Person Singular regelmäßig. Im Präteritum dann wieder komplett unregelmäßig, aber die Partizipien sind anders als bei sein, komplett regelmäßig, also hier nur das D dran und hier GE plus das T am Ende. Das solltest du schon kennen, wenn du dieses Video verstehen kannst. Schauen wir uns als nächstes die Verwendung von haben an, nämlich einmal zur Angabe von Besitz. Er hat ein Haus, sie hat eine Puppe,
Ich habe einen Fußball, Simon hat ein Fahrrad, Aise hat einen Freund. Das gibt immer eine gewisse Art von Besitz an. Außerdem nimmst du haben bei einem Zustand, der sich auf einen Nomen bezieht. Das ist ähnlich wie die Angabe vom Besitz. Er hat Zeit, sie hat lange Haare, ich habe einen Bruder, wir haben einen guten Lehrer, ihr habt viel Spaß. Hier fehlt ein B. Das ist so ähnlich, aber manchmal halt, du kannst nicht immer sagen, Zeit gehört dir. Deswegen hier ein Zustand, der sich auf einen Nomen bezieht. Außerdem hast du bestimmte Wendungen, die du auch immer mit haben benutzt, wie ich habe recht, ich habe dich lieb, er hat es eilig. Das musst du auch einfach wissen. Und haben kann auch als Hilfsverb benutzt werden, genauso wie sein für das Perfekt, das Plusquamperfekt und das Futur 2. Wann du genau sein und wann du haben benutzt, das erkläre ich dir in den Videos zu den einzelnen Zeitformen, die ich dir auch hier in den Infokarten verlinke. Als Beispiel, er hat gewonnen, wir haben auf dich gewartet, Georg hat sich verliebt, sie hatten mit Freunden eine Party gefeiert, Holger hatte sich ein neues Auto gekauft. Also, kleine Zusammenfassung, haben ist ein unregelmäßiges Verb und wird auch wie sein wie im Englischen benutzt, um Besitz anzuzeigen, um zu zeigen, dass sich ein Zustand auf ein Nomen bezieht und um Zeitformen zu bilden, sowie in bestimmten Wendungen. So, jetzt sollte dir klar sein, wann du sein und wann du haben benutzen musst. Die einzelnen weiterführenden Themen, die findest du hier unter dem Video verlinkt. Dazu gibt es schon Videos und ich habe sie dir auch nochmal zwischendurch in den Infokarten verlinkt gehabt. Dafür einfach mal auf dieses i oben rechts in der Ecke klicken. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen zum nächsten Video und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.